Hallo ihr Lieben, liebt ihr auch Omelettes, aber es fällt euch schwer, sie perfekt zuzubereiten? Mir ging es oft so von unten schon durch, aber oben immer noch roh. Doch mit diesem Rezept wirst du dieses Problem nicht mehr haben. In nur 15 Minuten im Airfryer wird dein Omelett perfekt gebacken. Heute zeige ich dir meine Grundlage und zwei köstliche Varianten. Und ganz wichtig, bleib bis ganz Ende dabei, weil es gibt ein Gewinnspiel und du kannst eine von 10 solchen Produktpaketen gewinnen. Lasst uns gleich loslegen. Meine Grundlage besteht aus 3 bis 4 Eier. Du kannst entweder 3 nehmen, wenn du den Omelett etwas kleiner haben möchtest, oder wenn es etwas luftiger und fluffiger sein soll, dann 4 Eier nehmen. Und dazu kommt noch Salz und Pfeffer nach Geschmack. Und das war's schon. Das ist die Grundlage. Aber es wäre ja nicht Omelette, wenn wir nichts mehr dazugeben. Und für meine erste Variante heute habe ich hier ein Viertel Paprika, 5 kleine Cherrytomaten, ein kleines rotes Zwiebel, etwas Basilikum und Pecorino. Du kannst für den Omelette auch Feta-Käse verwenden oder auch Parmesankäse oder eigentlich jeder andere Käse, der dir schmeckt und die schmilzt. Ich liebe Pecorino und nehme es auch gerne für meine Omelette. Die zweite Variante finde ich besonders lecker und besonders schön, weil man nichts zubereiten und vorbereiten muss. Man kann für die zweite Variante jede Art Ofengemüse nehmen vom Vortag. Ich habe hier heute Kartoffeln, Karotten, Pastinake, etwas rote Paprika und auch rote Zwiebel. Dazu habe ich auch etwas Grünkohl genommen, weil ich finde, das sind alle Herbstgeschmäcker und Grünkohl passt auch perfekt dazu. Und für diese Variante werde ich auch etwas Pecorino nehmen. Außer die Eier und Gemüse habe ich hier noch Salz und Pfeffer und etwas getrockneter Oregano. Ich finde, Oregano passt zu beide diese Varianten. Es gibt eine richtig schöne Note und viel Geschmack. Aber wenn du magst, kannst du den weglassen oder was anderes dazu geben. Und jetzt werden wir erst mit der ersten Variante anfangen. Für die erste Variante die Paprika in kleine Würfeln hacken, die Cherrytomaten vierteln und den Zwiebel so in dünne Scheiben schneiden. Dann nehme ich noch 5 Blätter Basilikum und die auch klein hacken. Jetzt habe ich alle Gemüse klein gehackt und wir brauchen noch ein großes Schüssel. 4 Eier in die Schüssel geben. Wenn du die Eier im Kühlschrank lagerst, ist es wichtig, die Eier ins Zimmertemperatur zu holen, so dass die nicht mehr kalt sind. Dann wird der Omelette auch schön fluffig und luftig. Wenn du die Eier direkt aus dem Kühlschrank holst, dann kann es sein, dass der Omelette nicht so luftig wird. Und dann mit Salz und Pfeffer nach Geschmack würzen. Und ich gebe auch etwas von den Oregano dazu. Und dann das Ganze kurz luftig schlagen. Jetzt die Gemüse dazu geben und Pecorino nach Geschmack und das Ganze gut vermischen. Dann brauchen wir noch ein Backform für den Omelette, um ihn im Airfryer zu backen. Und ich verwende heute so eine Heißluftfritteuse im Backpapier von meiner Kooperationspartner Firma Fredman. Diese Heißluftfritteuse im Backpapier findest du jetzt im Rossmann, im Laden und auch im Online-Shop. Den Link zum Online-Shop werde ich für dich noch in der Videobeschreibung verlinken. Am besten backst du die Omelettes auf einem Backsetting, nicht auf dem Heißluftfrittieren-Setting, weil der Heißluftfrittieren-Setting etwas stärker ist und bei dem Backsetting wird der Omelette schön durchgebacken, aber es wird nicht zu dunkel. Und hier auch kannst du es etwas anpassen. Ich mag, wenn die Omelettes durchgebacken sind, deswegen backe ich die 15 Minuten lang. Aber wenn du die nicht ganz durchgebacken magst, dann kannst du die Backzeit etwas anpassen. Wenn du auch zwei
Omelettes auf einmal backen möchtest, dann, wenn die erste fast fertig ist, kannst du mit der zweiten anfangen, so dass du die direkt danach backen kannst. Es ist wichtig, dass wenn du die Omelette fertig hast, die Mischung fertig hast, dass du den dann direkt backst, dann wird es auch schön luftig. Das war mein Airfryer Omelette Rezept. Ich hoffe, dir hat mein Rezept gefallen und dass du den auch testen werdest. Ich kann kaum warten, gleich die Omelettes zum Mittagessen zu essen. Und jetzt kommen wir zum Gewinnspiel. Wie gesagt, du kannst einen von 10 solchen Produktpaketen von der Firma Fredman gewinnen. Im Paket gibt es die neuen Fredman-Produkte, die bei Rossmann erhältlich sind. Backbögen, Gefrierbeutel in 2 Größen, Pralinenförmchen und natürlich das Heißluftfritteusen-Backpapier aus dem heutigen Rezept. Was du dafür machen musst, ist meinen Kanal abonnieren, ein Like für den Video lassen und einen Kommentar unten schreiben. Du kannst bis 8. Dezember teilnehmen und am 15. Dezember werde ich die Gewinner bekannt geben. Die detaillierte Teilnahmebedingungen findest du unten in der Videobeschreibung. Danke, dass du dabei warst. Tschüss und bis zum nächsten Mal.